habe echt gehofft, dass das Review erst später anfängt, aber ja, das passiert mir wirklich jedes Mal, wenn ich den Namen Lee irgendwo lese. Und ganz ehrlich, ihr könnt mir das nicht verübeln. Bruce Lee ist doch definitiv zweifelsohne einer der, wenn nicht sogar der beste Martial Arts Star ever. Und ich habe jetzt bewusst nicht Martial Arts Filmstar gesagt, weil Bruce Lee ist einfach freaking awesome. Leider hatte er allerdings hinter der Kamera weit weniger Glück und starb bereits im Alter von nur 32 Jahren an den Folgen einer Hirnschwellung. Über die tatsächliche Ursache, was diese verursacht hat, ist man bis heute noch nicht wirklich ganz im Klaren. Es dürfte an einem Medikament gelegen haben, aber ob es das Cortison, was er wegen seinem Rücken nehmen musste, oder ein Schmerzmittel, Klammer Aspirin, Hust, das er kurz davor eingenommen hat, das weiß man bis heute tatsächlich nicht. Wesentlich mehr weiß man über die Todesursache von seinem Sohn, der tatsächlich noch weniger Glück hatte als sein Vater, weil er es nicht einmal geschafft hat, 30 zu werden. Er starb bereits im Alter von 28 Jahren und zwar während der Dreharbeiten für das großartige Alex Proyas Science-Fiction-Action-Vehikel The Crow, die Krähe. Da hätte es eine Szene geben sollen, wo jemand mit einer Fake-Pistole auf ihn schießt. Leider löste sich allerdings von dieser Fake-Patronenhülse ein Fragment, traf ihn und tötete ihn. Das beendete dann die kurze Filmkarriere des zweiten Lees. Allerdings konnte er vor The Crow noch 3 meiner Meinung nach absolut nennens- und sehenswerte Filme drehen. 1989 kam Laser Mission, ein Film übrigens, Note to all the labels, der sich immer noch einen ungeschnittenen deutschen DVD-Release verdient hätte, weil der war echt cool. Außerdem gibt's Showdown in Little Tokyo, inszeniert von dem großartigen Mark L. Lester, Klammer Phantomkommando, mit Dolph Lundgren in der zweiten Hauptrolle und damit sind wir beim Thema für das heutige Video gelandet, Rapid Fire. Unbewaffnet und trotzdem extrem gefährlich. Ein wirklich extrem gelungener Actionstreifen, den Brandon Lee im Jahr 1992 gedreht hat. Von 1993 bis 2011 stand der Film übrigens auf dem unrühmlichen Index für jugendgefährdende Medien, konnte dann allerdings eben 2011 befreit werden und ist seitdem mit regulärer FSK ab 18 wieder erhältlich. Und die hat sich der Film auch definitiv verdient. Brandon Lee ist ein großartiger Lead. Lead. Für den Film, weil er vor allem die Action-Szenen großartig rüberbringt. Die Martial Arts Sequenzen sind hervorragend choreografiert, großartig inszeniert. Wir hinterfragen jetzt aber an der Stelle zum Beispiel nicht, warum er als Kunststudent plötzlich auch so gut kämpfen kann, weil Plot und Actionfilme verstehen sich nicht immer so gut, aber die Kampfszenen sind großartig. Zwischendurch gibt es einige relativ blutige und toll inszenierte Schießereien und der Film schafft es, sobald er dann in Gang gekommen ist, bis zum Ende hin eine Action-Parforce-Jagd zu liefern und für mich persönlich einer der coolsten Actionstreifen der frühen 90er zu sein. Deswegen hat es sich der Film auch definitiv verdient, hierzulande in einer Sonderauflage zu erscheinen. Bis jetzt gab es eigentlich nur relativ unrühmliche Standard-Editionen auf DVD bzw. Blu-ray. Deswegen hat sich dankenswerterweise Nameless des Films angenommen und hat in Zusammenarbeit mit 20th Century Fox Ende Juli 2019 mehrere limitierte Mediabook-Auflagen veröffentlicht. Und dabei gibt es insgesamt 4 verschiedene Cover, allesamt limitiert auf jeweils 500 Stück. Für das Cover A, das, wie man ebenfalls erkennen kann, exklusiv bei Ike Media zu bekommen ist, hat man sich des typischen Covers bedient, das zum Beispiel bei 20th Century Fox auf der Standard Blu-ray zu finden war, beziehungsweise das interessanterweise auch das Original-Kinoposter darstellt. Für das Cover B, ebenfalls exklusiv bei Ike Media zu bekommen, hat man sich das original amerikanische Videoshop Poster genommen, das übrigens auch auf der zensierten UK-DVD zu sehen ist, beziehungsweise dann im Mediabook, das ich euch zeige als Booklet-Frontcover, wobei von den Farben her etwas anders gestaltet, aber dazu dann etwas später mehr. Für das Cover C wurde ein sehr schlichtes, aber eigentlich nicht wirklich unattraktives amerikanisches Cover verwendet, das beispielsweise auch auf der Soundtrack-CD des Films seinen Platz fand. Und ganz zum Schluss das Cover D,
ist klassisch für Nameless, nämlich in der Retro VHS Edition, beziehungsweise nicht in der durchgehenden, durchnummerierten Edition erschienen, sondern eben im klassischen Retro VHS Look. Aber das gehört ja für uns Mediabook-Fanatiker tatsächlich dazu, mit dem original deutschen Kinoposter eben im Retro VHS Look. Bei mir ist übrigens das Mediabook mit dem Cover C gelandet und ich freue mich, weil ich den Film wirklich mag, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check das limitierte deutsche Mediabook mit dem Cover C von Rapid Fire näher vorzustellen. Man muss wirklich eines sagen, die Promotion für Rapid Fire liebt es offensichtlich, Brandon Lee mit gefalteten Händen zu zeigen. Das ist irgendwie so das durchgehende Motiv für so ziemlich alle Cover-Artworks. Persönlich finde ich das Cover C zwar das mit Abstand schlichteste Cover von dem Film und wer mich kennt, weiß, dass schlichte Designs jetzt nicht unbedingt immer meins sind, hey, das reimt sich, aber trotzdem gefällt es mir ehrlich gesagt ein bisschen besser als das alte deutsche Kinoplakatmotiv bzw. die Retro Edition und das Videoshop-Poster, weil die wirken irgendwie auch nicht besonders spannend. Hier ist definitiv einfach nur gefragt, welcher Covergeschmack auf euch am ehesten zutrifft, welches Covermotiv euch am meisten anspricht. Meiner Meinung nach wäre ein reißerisches, gezeichnetes, schönes, neues Motiv bei Rapid Fire genial gewesen, aber wer weiß, vielleicht bringt das noch die Zukunft. In der Zwischenzeit ist das hier vorliegende Cover C wahrscheinlich auch mein wirklicher Favorit. Irgendwie finde ich, hat dieser stechende Blick, den Brandon Lee ein bisschen an uns Betrachtern vorbei schickt ein bisschen was. Außerdem finde ich irgendwie cool, dass der Filmtitel hier so groß und halbtransparent über ihm steht. Vor allem, weil auch dieses Mal mit dem Partial Gloss Effekt dieser Filmtitel wirklich cool veredelt wurde. Das ist eigentlich ein durchaus ansprechendes, wenn auch wirklich schlichtes Cover. Wir schauen einmal über den Spine, wo ebenfalls der Filmtitel mit Partial Gloss Effekt dargestellt wurde. Außerdem ist interessant, dass diesmal tatsächlich auf dem Spine nur das 20th Century Fox Logo und nicht das von Nameless zu finden ist. Das ist aber beispielsweise bei den ebenfalls von Nameless produzierten Deadpool 2 Mediabooks auch so gewesen. Wir werfen mal einen Blick auf das Backcover. Da sehen wir ein wesentlich cooleres Bild von Brandon Lee, das allerdings auch in sehr farbarmem Look gehalten. Außerdem gibt es natürlich hier auf diesem Backcover-Blatt dann die Inhaltsangabe zum Film. Es gibt die Cast and Crew-Angaben zu diesem Film. So zum Beispiel vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf den Regisseur Dwight H. Little, der wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch was sagt. Immerhin hat er Regie geführt bei dem Wesley Snipes und Diane Lane Vehikel Mord im Weißen Haus, den ich auch sehr gerne habe, beziehungsweise auch bei dem Actionstreifen und der Videospielverfilmung Tekken aus dem Jahr 2010. Außerdem finden wir hier dann noch die technischen Details der DVD und der Blu-ray. In Sachen Bonusmaterial sind beide Discs sehr spärlich ausgestattet. So viel bietet die Blu-ray neben den Filmen gar nichts. Die DVD zumindest den Original-Kinotrailer. Entfernen wir in der Zwischenzeit einmal dieses Backcover-Blatt mit den ganzen Informationen, bekommen wir dann das eigentliche Backcover des Mediabooks zu sehen. Das ist dasselbe Bild von Brandon Lee, das eben auch auf dem Backcover-Blatt zu sehen war, allerdings deutlich größer. Öffnen wir das Mediabook und wir finden auf der linken Seite die Blu-ray ebenfalls mit diesem Bild, das auch auf dem Backcover zu sehen war, allerdings hier deutlich farbenfroher und daher eigentlich finde ich noch beeindruckender. Holy shit, sind das Muskeln. Wir schauen auf die andere Seite mit einem anderen Charakter auf der DVD. Verzeihung, und können dann im Innendesign des Mediabooks als durchgehenden Spiegel eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von einer Kampfszene sehen, wobei mir hier vielleicht doch lieber gewesen wäre, das Ganze in Farbe zu sehen. Apropos in Farbe, das habe ich am Anfang bei der Covergalerie bereits angesprochen. Hier, das Booklet-Frontcover ist ja mehr oder weniger identisch mit dem Mediabook, mit dem Cover B. Dort allerdings in diesen bläulichen Farben dargestellt, ein bisschen natürlich verschoben, aber hier in Farbe gefällt es mir dann doch ein bisschen besser. Außerdem ein eigentlich noch ziemlich cooles Bild von Brandon Lee auf der Rückseite des Booklets. Was mir
recht gut gefällt, ist wieder einmal das Booklet mit einem Text von Wolfgang Brunner, dieses Mal, das eigentlich ziemlich umfangreich ausgefallen ist. Das vor allem, was mir sehr gut gefällt von Nameless, wieder mit diesem schönen Magazinstil dargestellt wird. Nameless ist echt eines dieser Labels, die nicht einfach eine 0815 Vorlage für Booklet-Designs haben und jeden einzelnen Titel dann in diese selbe Matrize hineinpressen, Verzeihung, sondern die eben wirklich jeden Booklet, wie zum Beispiel auch bei Cape Light, einen eigenen Anstrich und einen eigenen Look verpassen, was mir halt sehr gut gefällt. Sehr cool finde ich, dass Wolfgang im Text zum Beispiel auch auf den Zustand des Films im deutschsprachigen Raum, auf Filmfehler und so weiter eingeht und wir insgesamt hier ein relativ gut gemachtes, vor allem hervorragend gestaltetes Booklet vorfinden. Rapid Fire stammt aus dem Jahr 1992, das heißt, der Film ist mittlerweile fast 30 Jahre alt. Deswegen möchte ich im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer des Films direkt zeigen. Ich weiß, es handelt sich bei der Blu-ray um ein 1:1 Repack der alten Blu-ray-Veröffentlichung von 20th Century Fox. Trotzdem habe ich eurem Feedback bei den letzten Blu-ray-Checks mit Repacks entnommen, dass ihr trotzdem gerne Screenshots sehen würdet und trotzdem gerne etwas über die Bildqualität erfahren würdet. Also, euer Wunsch ist mir Befehl. Hier kommt die Slideshow mit einigen Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer. Wie gewohnt weise ich allerdings darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, aber ich musste sie abspeichern, in das Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Was wir meiner Meinung nach aber trotzdem deutlich erkennen können, ist, dass Rapid Fire auf der deutschen Blu-ray einen wirklich guten Eindruck hinterlässt. Zwar kann der Film nicht verleugnen, dass es sich um einen Actionstreifen aus den 90ern handelt, so bietet der Film nicht wirklich ein plastisches Bild. Zwar ist die Schärfe und die Detailzeichnung grundsätzlich zufriedenstellend, die Plastizität, die überwiegend neuere oder ganz besonders alte Filme durch aufwendige Restaurationen bzw. Aufbereitungen liefern können, die ist hier nicht unbedingt zu sehen. Stattdessen ist das Bild im Hintergrund ein kleines bisschen grainy, vor allem in den dunkleren Szenen, kann aber trotzdem auch einige klarere Momente liefern. Die Kompression lässt sehr gut, arbeitet sehr gut, lässt keinerlei Blöcke oder Artefakte durchscheinen. Immerhin wurde der 95-minütige Film mit satten 26 GB auf der Blu-ray encodiert, was mehr oder weniger bedeutet, dass man für diesen knappen Unterschied sogar eine BD50 in Kauf genommen hat und den vorliegenden Transfer nicht etwa auf eine BD25 aus Kostengründen runterkomprimiert hat. Das finde ich in dem Fall wirklich löblich. Man hat sich offensichtlich bei dem Transfer Mühe gemacht, sodass man hier einen definitiv überdurchschnittlichen, einen definitiv zufriedenstellenden Transfer für einen Film aus dem Jahr 1992 bekommen kann. Brandon Lee macht dem Namen Lee definitiv alle Ehre. Der Film Rapid Fire profitiert von seinen großartigen Martial Arts Skills, seinen absolut fantastischen Look und davon, wie authentisch er es schafft, sowohl die Martial Arts Passagen als auch die Schießereien zu verkaufen. Und das, obwohl das überhaupt nicht zu seinem Charakter in dem Film passt. Aber Rapid Fire ist ein klassischer Hirn-aus-Film-Antitel, den wir Actionfans in den 80er und 90er Jahren ja absolut geliebt haben. Nein, Logiklücken braucht man hier nicht zählen, ansonsten wird das etwas aufwendig, aber der Film macht definitiv Spaß, braucht zwar etwas, bis er in Gang kommt, aber sobald das passiert ist, liefert er eine Action par force Jagd par excellence. Und ja, ich habe es gerade tatsächlich geschafft, das Wort par korrekt eingesetzt zweimal im selben Satz zu verwenden. Geil! Das Mediabook von Nameless bzw. im Ebenvertrieb von 20th Century Fox ist hervorragend gelungen, meiner Meinung nach von der Verarbeitung, von der Haptik her. Ein wirklich tolles Mediabook. Die 4 verschiedenen Covermotive sind in dem Fall zwar wirklich diesmal
fast geschlossen nicht mein persönlicher Geschmack, weil ich eben eher auf die reißerischen gezeichneten Motive stehe. Aber falls euch eines von diesen Mediabooks gefällt, könnt ihr definitiv bedenkenlos zuschlagen. Der Film liegt in diesen Mediabooks in den gewohnten DVD- bzw. Blu-ray-Auflagen vor, bietet aber vor allem im Booklet meiner Meinung nach eine absolut hervorragende Gestaltung, einen lesenswerten Text und ist als Mediabook-Produkt meiner Meinung nach eine absolut runde Sache. Und ja, ich weiß, wie ironisch das ist, eine Blu-ray als runde Sache zu bezeichnen.